Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video werden wir wieder Apps manipulieren. Diesmal auf einem Gerät mit aktivem Jailbreak. Ich habe es hier schon mal vorbereitet. Wir werden mit dem Tool Frida dort einige lustige, tolle Sachen machen, die euch ein bisschen näher bringen, wie so Apps ticken. Wir werden da ein paar ausgesuchte Apps von Apple, also nicht eigene Apps, die wir hochgeladen haben. Ich habe es ja im ersten Video, ich kann es euch hier nochmal verlinken, haben wir ja eine App per Sideloading draufgeladen und haben diese dann manipuliert. Da war natürlich kein Jailbreak drauf. Heute, wie gesagt, mit Jailbreak, und da können wir uns auch an anderen Apps, selbst die Apps von Apple im Betriebssystem, austoben. Wenn ihr ganz bis zum Schluss dran bleibt, werden wir auch nochmal bei dem Jailbreak-iPad hier ein Keychain-Dump machen mit Objection. Im Vergleich zum Gerät ohne Jailbreak haben wir weitaus größere Möglichkeiten. Wir können nicht nur in den Keychain der App reinschauen, sondern wir können den kompletten iOS Keychain Dump machen, sodass wir letztendlich dann zum Schluss alle Passwörter, die im Schlüsselbund gespeichert sind, auslesen können. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, bleibt bis zum Schluss dran. Es wird ein bisschen technisches Thema, aber denke doch sehr interessant und sehr spannend. Man kann einiges dazu lernen, deswegen bleibt dran. Nach dem Intro starten wir sofort mit dem Frida-Tool. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Odyssey, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich zeige euch am besten gleich schon mal meinen Bildschirm hier. Ich habe das iPad schon mal vorbereitet und entsperrt, und ich habe auch schon zwei Terminalfenster vorbereitet. Mit dem einen werden wir uns jetzt per SSH auf das iPad einwählen, um den Frida-Surfer zu starten. Den müsst ihr natürlich, wenn ihr das erste Mal macht, natürlich erst installieren. Da zeige ich euch kurz, wie das geht. Und wenn wir den Frida-Surfer gestartet haben, dann werden wir die Apps manipulieren. Ich gehe jetzt mal aufs iPad. Ich habe in dem Fall ein Palarin Jailbreak. Ich werde auch hier nochmal in Zukunft ein Video planen, wo wir den Jailbreak durchführen. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, ich verlinke es euch nochmal, wo ich auch auf eine Reihe Fake Jailbreaks, die so kursieren, eingegangen bin, die rein nur auf euer Geld aus sind. Wir möchten da auch, oder ich möchte euch da auch nochmal zeigen, wie der Jailbreak mit dem Bootrom-Exploit Checkmate funktioniert, aber das ist wie gesagt Teil von einem anderen Video. In unserem heutigen Video haben wir den Jailbreak bereits durchgeführt, und das erste, was wir brauchen, ist die Frida. Dazu gehen wir in den Paketmanager. In meinem Fall ist es Celio. Und ich habe da als Quelle, ich habe es hier auf der linken Seite schon markiert, das Repository von Frida, Bild Frida RE hinzugefügt. Ich kann es euch auch gerne nochmal in der Videobeschreibung unten mit hinzufügen. Und innerhalb von dem Repository gibt es eigentlich nur ein Tool. Das sind die Frida Developer Tools, und die habe ich hier bei mir schon installiert. Wenn es bei euch noch nicht installiert sind, da einfach installieren, und dann sind die Frida Tools schon mal auf dem Gerät. Ich springe nochmal raus, und das nächste, was wir machen müssen, ist den Frida Surfer aus den Frida Tools starten. Dazu müssen wir uns mit SSH verbinden. Falls ihr noch nicht wisst, welche IP-Adresse euer iPad hat, dann am besten schnell in die Einstellung unter WLAN, dann beim aktiven WLAN auf das kleine i gehen, und dann sehen wir da unten die IP-Adresse. In meinem Fall ist es die 192.168.297, und mit der werde ich mich jetzt schnell verbinden. Und zwar in dem kleinen Terminalfenster hier SSH root at 192.168, was haben wir, 297. Gebt dann mein Root-Passwort ein. Falls ihr das Root-Passwort noch nie geändert habt, Standard-Root-Passwort bei Apple ist Alpine.
Und jetzt bin ich auf dem iPad drauf. Also wir sehen jetzt auch, ich bin hier Root-User, iPad ist geroutet und wir müssen den Frida-Surfer starten. Wenn ich einfach Frida-Surfer und Enter, das funktioniert nicht. Er sagt dann in der Regel, dass das Binding nicht funktioniert. In diesem Fall müssen wir ihn nochmal Richtung Localhost triggern. Das heißt, ich gehe hier nochmal Frida-Surfer ein und ich muss minus dem Parameter L mit 0, 0, 0 und 0 ihn Richtung Localhost triggern und Enter und so stehen lassen. Jetzt läuft der Frida-Surfer. Das Fenster vergessen wir jetzt auch. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, das Terminal-Fenster. Ich schiebe es jetzt mal hier hinter die Bildschirmspiegelung. Da gehe ich jetzt auch wieder auf dem Homescreen raus. Wir machen jetzt alles auf diesem Konsolenfenster weiter. Ihr benötigt hier auf dem Mac jetzt natürlich auch Frida. Wie ihr Frida installiert, ich habe es auch schon mal in einem ersten Einführungsvideo gemacht. Ich verlinke euch das hier oben auch nochmal. Da könnt ihr euch nochmal anschauen, wie ihr Frida und auch Objection installiert. In meinem Fall suchen wir uns jetzt mal eine App raus, die wir manipulieren wollen. In unserem Fall möchte ich euch das Ganze mal am Springboard zeigen. Für alle, die Springboard nicht kennen, Springboard ist dieser Homebildschirm, den ihr hier seht. Der Homebildschirm von Apple ist die App Springboard und da kann man schon mal relativ gut zeigen, wie man Apps manipulieren kann mit dem Frida Toolkit. Anhand von ganz einfachen optischen Veränderungen werde ich euch mal zeigen, wie so auch eine App konstruiert ist und wie wir da verschiedene Manipulationen machen. Dazu suchen wir uns jetzt erstmal, also ich kann es euch mal zeigen, mit der Funktion Frida PS, ist ein bisschen analog zur PS-Funktion von Unix. Mit Frida PS kann ich jetzt Prozesse auf dem iPad suchen. Ich muss hier mit -h den Host angeben. Das ist im Prinzip auch wieder die IP-Adresse bei mir endend auf 97, wo der Frida-Surfer läuft. Nur dann kann ich mir hier die Prozessliste vom iOS-Gerät ausgeben lassen. Natürlich kann ich die ganze Liste hier auch mit dem Pipe-Symbol und mit grep Spring auf Springboard filtern und ich sehe jetzt hier in einer Zeile, dass Springboard den Prozess 2632 hat von der ID. Als nächstes gehen wir in Frida direkt rein hier und tun mit Frida ebenfalls hier wieder mit dem Host 192.168.297 und ich übergebe an der Stelle entweder die Prozess-ID oder ich hätte hier können auch der Einfachkeit halber auch gleich Springboard eingeben, aber ich wollte euch auch mal zeigen, wie ihr andere Apps im Prinzip über die PS-Funktion findet. Und jetzt nehme ich einfach hier die 2632, drücke Enter und wir sehen, dass ich mit dem Prozess verbunden bin. Dadurch, dass ich jetzt mit dem Prozess verbunden bin, kann ich jetzt in dem Prozess Veränderungen durchführen. Ich habe ein paar Code-Snippets vorbereitet, die würde ich jetzt euch reinkopieren und euch kurz erklären, was wir damit machen. Das erste Code-Snippet soll uns die Speicheradressen ausgeben von den einzelnen User-Interface-Komponenten. Im Prinzip mit welchen Speicheradressen die Icons hier auf diesem Homescreen dargestellt werden. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, ich habe es jetzt hier mal reinkopiert. Er möchte jetzt hier gleich mit der Vorschlagsliste starten. Die erste Zeile, die wir hier haben, ist die MainQFunction. Das heißt, wir definieren hier erstmal eine Funktion innerhalb von Frida und wir greifen in der ersten Zeile auf die UI Application Klasse zu und legen diesen Verweis in der neuen Variable UI Application fest. Des Weiteren haben wir eine Variable KeyWindow, wo wir auf die KeyWindow-Funktion der UI Application wiederum zugreifen. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Letztendlich lassen wir uns hier in einer Folge von Strings dann
die Key-Window-Elemente ausgeben. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann werden wir jetzt erstmal erschlagen. Fürs erste Mal denkt man sich, oh Gott, was ist das denn jetzt hier eigentlich, was mir hier um die Ohren fliegt? Das ist wirklich sehr, sehr viel Text, aber man kann es hier schon ein bisschen so ganz grob erkennen. Anhand von diesen Pipe-Symbolen sehen wir hier verschiedene Einrückungstiefen. Es ist im Prinzip die geschachtelte Darstellung hier vom Homescreen, vom iPad. Es beginnt mit ein paar ganz groben Elementen, wie hier oben diese Kopfzeile, wo die Prozentangaben sind, dann den Hauptbereich, wo die einzelnen Apps drauf zu sehen sind, oder auch unten die Taskleiste, nenne ich es mal jetzt hier auf dem iPad. Ich gehe mal ziemlich weit hoch, wo das Ganze beginnt, und man muss sich da wirklich ein bisschen durcharbeiten, dass man sieht, wie diese Speicherbereiche aufgebaut sind. Zum Beispiel haben wir hier den Homescreen View, das ist der komplette Homescreen View, der trägt diese Speicheradresse. Wenn wir dann uns weiter runter durcharbeiten, werden wir dann auch irgendwo verschiedene andere Views noch finden. Zum Beispiel hier diese Icon List View, das ist dann im Prinzip die Icon-Liste. Die Icons hier zum Beispiel sind in wieder Listenform. Man muss sich vorstellen, man hat jetzt hier da eine Tabelle, die in verschiedene Spalten und Zeilen eingeteilt ist, und diese Tabelle an sich, noch bevor wir überhaupt dann von den einzelnen Elementen in dieser Tabelle reden, hat auch eine Speicheradresse. Innerhalb von dieser Tabelle dann haben wir wieder eine Tabellenzelle, nenne ich es mal, die wiederum die Basis ist für einmal ein Icon, wie hier oben, was ich jetzt gerade hier mit der Maus markiere, die Uhr, und unten drunter dieser Text Uhr ist dann auch wieder ein einzelnes Element, und so schachtelt sich das einfach ganz nach unten. Und das Beste ist, wenn man sich einfach mal das Ganze jetzt hier, ich fange mal an, das hier einfach mal runter kopiere. So, ich habe das Ganze hier schon mal jetzt in den Texteditor rüber kopiert, und hier sieht man jetzt auch ein bisschen besser die ganze Schachtelung. Hier sehen wir auch so relativ sich wiederholende Elemente. Ohne dass ich jetzt schon mal was gelesen habe, tippe ich mal darauf, dass das die ganzen Apps sind. Genau, und da sieht man zum Beispiel hier auch, hier unten Com, Apple, Find My. Das ist der App Identifier von der Wo ist App, die wir auf unserem iPad hier oben finden. Und so haben wir zum Beispiel hier Apple Mobile Store, das wäre die nächste, das ist die vom App Store. Dann haben wir Freeform, auch eine neue App. Wo haben wir sie? Hier, Freeform. Also da sieht man auch schon, und jedes App-Icon trägt auch eine entsprechende Speicheradresse. So, ich gehe jetzt hier wieder zurück und gehe mal ganz runter. Wir werden jetzt mal in einem zweiten Code einfach mal die Darstellung von einem Icon verändern. Dazu ändern wir einfach mal den Alpha-Wert, das heißt einfach die Darstellungsdicke, also die Opazität, die Transparenz, und das machen wir mit folgendem Code. Im ersten Schritt suchen wir uns eine entsprechende Adresse, die hier mal mit so einer Dummy-Adresse von mir vorbelegt ist, und die muss man natürlich mit der echten Adresse ersetzen. Und wir starten von dieser Adresse, die wir in der Variable jetzt hier reingeschrieben haben, eine neue Instanz von einem Icon-View. Die schreiben wir wieder in eine eigene Variable rein, und von dieser Icon-View-Variable, die wir dann neu instanziert haben, führen wir die Funktion setAlpha darauf auf. In dem Fall jetzt mal von mir vorbelegt mit 0,3, das heißt 30% Darstellungsdicke. Wir werden es dann sehen, wenn wir das Ganze hier drüben ausführen, dass eine App, die wir uns jetzt raussuchen, dadurch blasser dargestellt wird. Danach lassen wir uns noch das Ganze in der Konsole ausgeben, dass jetzt der neue Alpha-Wert auf 0,3 umgestellt worden ist.
Ich wechsle jetzt nochmal zurück in die Texteditor-Darstellung und ich suche jetzt hier einfach mal das Find My, hieß es, glaube ich, mit Find Apple Chrome Find My, und das ist die Adresse vom Icon View der Whoist-App. Die kopiere ich mir gerade in die Zwischenablage. Ich springe hier wieder zurück. Zeigen wir das, damit ihr das auch gut erkennen könnt. Und ich gehe jetzt an die Stelle und ersetze den Pointer auf die Adresse durch die Adresse vom Icon View der Find My App. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, wird hoffentlich die Opazität von der Find My App sich verändern. Ich drücke drauf in 3, 2, 1 und ja, natürlich, iPad hat sich zwischendrin gesperrt gehabt, aber deswegen hat man es jetzt nicht sofort gesehen. Ich habe es jetzt gerade wieder entsperrt. Und die Whoist-App ist blass geworden, also transparent. Jetzt könnte natürlich einer sagen, gut, du hast das jetzt hier gerade irgendwie getürkt. Wir schauen uns einfach noch ein zweites Beispiel an. Wir nehmen zum Beispiel hier die Filzer-App. Filzer-App hat diese Speicheradresse. Ich kopiere mir die wieder raus. Ich wechsle rüber und mache das Ganze nochmal. Ich muss mir gerade schnell den Hexwert von der Filzer-App zwischenspeichern. Damit ich mir das Tippen spare, kopiere nochmal den Code rein und ersetze jetzt hier den alten Dummy-Pointer mit dem Pointer von der Filzer-App. So, jetzt habe ich ihn eingefügt und ich versuche es jetzt nochmal. Oh, jetzt fast wieder nicht. Natürlich, sonst seht ihr hier nichts. 3, 2, 1 und Enter. Und die Filzer-App da unten im rechten Bereich ist transparent geworden. Man kann es jetzt natürlich noch weiter treiben, indem ich jetzt einfach hergehe und ich tue auf der obersten Ebene den kompletten View ausblenden. Das müsste eigentlich sein, der SB Icon List View. Ich kopiere ihn mir nochmal rüber, damit er gesichert ist. Ich wechsle wieder zu die Terminal-Fenster, ziehe mir wieder meinen Dummy-Code rüber, setze hier den Pointer durch den Pointer, den ich mir gerade ausgesucht habe, und ich drücke auf Enter und whoop, der komplette Icon List View ist nun transparent geworden. Also ihr seht, je nachdem welche Ebene und welchen Speicherbereich wir anpacken, werden hier die UI-Elemente auf unterschiedlichster Hierarchieebene manipuliert. Was man wissen sollte ist, ich scroll jetzt mal hier nach rechts, verlasse den View und wenn ich jetzt zurück scroll, wird der View neu erstellt. Wir sehen jetzt in dem Fall, der Icon List View ist geblieben. Die einzelnen App-Icons können aber dadurch, wenn der View neu geladen wird, sich verändern, weil sich mit jedem Neuladen hier auch die Adressen vom Speicher verändern können. Das ist ein Sicherheitsfeature vom Betriebssystem. Die Adressrandomisierung, das soll genau das verhindern, dass Prozesse bestimmte Elemente sich daran festhängen und dauerhaft manipulieren können, dadurch, dass der Speicher immer wieder geändert wird. Die Zeiger, die Pointer sich immer wieder ändern, können sich Schadsoftware so schlechter an einzelnen Funktionen in einer Anwendung dran koppeln. Das ist ein Basis-Betriebssystem-Sicherheitsfeature, was auch auf einem Jailbreak-iPad aktiv ist und was wir einfach hinnehmen müssen. Ich zeige euch noch eine zweite Funktion, und zwar werden wir mal einfach einen ganz einfachen Alert erzeugen. Ich habe auch da einen Code für euch vorbereitet und wir schauen uns einfach mal an, was dieser Code macht. So, das ist der Code für unsere Alertbox.
Ich zeige euch kurz, wie der Code aufgebaut ist. Als erstes definieren wir hier wieder eine Funktion und wir tun mit der Variable UI-Alert-Controller die UI-Alert-Controller-Klasse aus Objective-C auf die Variable drauf mappen. Wir definieren einen Titel, what the fuck, eine Message hacked bei Einstein 2150 und tun an der Stelle noch eine Variable deklarieren, Alert Controller, wo wir diesen UI Alert Controller dann bauen mit den entsprechenden Titel und der Message, die wir oben definiert haben. Der Zusatz 1 entspricht dem Aussehen von so einer Alertbox und wir brauchen dann noch einen Button natürlich, damit wir diesen Alert wegdrücken können. Bob, dann stört auch dann nicht mehr. Dazu tun wir eine Variable UI Alert Action definieren, auf die Klasse UI Alert Actions und tun dann in der Variable Action diese Funktion mit OK, Null und Null definieren. Klingt ein bisschen kompliziert. Das dient einfach dazu, dass wir einfach die einfachste Form haben, einfach eine OK-Schaltfläche und tun diesem Alert Controller dann diese Action vom Typ Action, also in unserem Fall die Action ist da unten die Action, hinzufügen. Dann haben wir im Prinzip ein Alert Controller mit der Action OK-Schaltfläche dazu und danach tun wir das Ganze hier unten erzeugen. Root View Controller, Alert Controller, True und Null, damit zeigt man es an. Und wenn ich jetzt dann da einfach auf Enter drücke, iPad ist noch entsperrt, dann erscheint genau diese Control Box da. Ich kann sie dann hier mit OK wegdrücken und dann haben wir auch hier in die App ein Alert injected. Was wir auch noch machen können, ist solche Beschreibungselemente verändern. Wie das geht, das zeige ich euch am besten in der Settings-App. Ich gehe hier mal in die Settings-App rein. Wir haben sie auch hier schon mal gesehen. Ja, um die Settings-App zu manipulieren, müssen wir auch wissen, mit welcher Prozess-ID die Settings-App läuft. Wir könnten dazu auch mal in die Terminal-App wechseln und mit PS X sehen wir hier auch die entsprechenden Prozesse auf dem iPad und hier sehen wir in der Zeile die Preferences App, das ist die 9996 Prozess-ID. Ich markiere sie mir hier gerade mal schnell, das nicht vergessen, 9996. Können wir uns in die Settings-App reindocken. Dazu gehen wir wieder zurück zu Frida. Und da haben wir es, Frida. Und 9996 war es ja. Und injizieren uns jetzt in die Settings-App. Wir sind jetzt in der Settings-App drin. Wir gehen im ersten Schritt wieder rein und suchen uns den Tree View. Hier mit den Tree View der Settings-App und schmeiße das jetzt aus dem Texteditor raus und füge das ein. Mein Ziel soll jetzt sein, dass wir hier unten diese Ausschalten-Schaltfläche umbenennen. Dazu suche ich mir jetzt hier erstmal den Text ausschalten und da habe ich es schon. Wir haben hier die Table Cell mit dem Text ausschalten. Und wir finden das Ganze, wenn man genau schaut, zweimal, einmal hier und einmal da. Und was wir brauchen, ist das Table View Label. Und zwar ist das diese Adresse hier unten. Ich kopiere sie mir gerade mal schnell rüber. Dann brauche ich mir sie nicht merken. Und wir nutzen als nächstes eine Funktion, um dieses Label zu ändern.
Dazu habe ich diese Funktion hier schon mal vorbereitet. Wir suchen uns wieder die Adresse von dem Label, was wir ändern möchten, in dem Fall an der Stelle, und wir erzeugen davon eine neue Instanz. Da unten von der Labeladresse tun wir ein neues Objekt mit dem Variablennamen Label erzeugen, und auf die Label-Variable setzen wir dann die Funktion drauf setText, sagen einfach hacked Label und tun das Ganze im Log dokumentieren. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann sehen wir sofort die Änderung. Ich habe so jetzt hier noch das eine Terminal-Fenster davor gehabt, aber da unten ist das Ganze auf hacked Label umgesprungen. Ich kann das Ganze auch für andere Elemente machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Reik suche, dann finde ich auch hier den Reik an verschiedenen Stellen. Da sehen wir die Stellen, und was wir verändern wollen, ist die Stelle mit dem UI-Label, da wo der Text Reik Schneider erscheint. Da nehme ich mir jetzt auch wieder die Adresse mit, merke sie mir, ich tue jetzt hier das Fenster wieder drauf, und ich möchte jetzt an der Stelle nicht hacked Label schreiben, sondern ich möchte jetzt hier den Reik Schneider durch mein Synonym Einstein 2150 ersetzen. Und wenn ich Enter drücke, dann steht jetzt plötzlich ein anderer Name drin. Ja, so einfach lassen sich Apps manipulieren. Wir wollen uns jetzt nochmal mit Objection beschäftigen und so als Finale der App-Manipulation auf einem Jailbreak-iPad nochmal schauen, was wir denn jetzt hier mehr an Möglichkeiten haben. Dazu verlassen wir Frida. Ich gehe jetzt aus Frida raus, und wir werden uns jetzt nochmal mit Objection in das Springboard einklinken. Wir machen das in dem Fall mit dem Befehl wieder Objection -n. An der Stelle auch müssen wir den Host mitgeben. Wir sind hier nicht per USB verbunden, wir sind ja per Netzwerk mit dem iPad verbunden, brauchen deswegen die IP-Adresse wieder, sagen Gadget Springboard und exploren das Ganze. Wenn das Ganze jetzt funktioniert und ich jetzt hier auch ins Springboard gehe, dann ist er jetzt hier im Springboard drin. Wir haben ja hier verschiedene Funktionen zur Verfügung, und bei den iOS-spezifischen Funktionen haben wir hier die Keychain schon mal ausprobiert, und wenn ich jetzt auf Dump gehe und wenn ich jetzt auf Enter drücke, weist er mich hin, dass vermutlich jetzt eine Touch-ID-Abfrage kommt. Die kommt auch hier. Ich gebe das entsprechend frei, und dann hat es geknallt. Dann habe ich hier den kompletten Keychain gedumpt, alle Passwörter. Ich blur das hier jetzt natürlich, weil hier sind wirklich alle Passwörter jetzt aus dem kompletten iOS-System, die in der Secure Enclave gespeichert sind, extrahiert. Das ist wirklich heftig, weil beim Jailbreak haben wir im Prinzip sämtliche Kapselungsmethoden, die die Apps sonst bieten. Die Apps laufen ja alle in so Sandbox-Containern, das heißt, eine App kann nicht sehen, was die andere App im Speicher liegen hat, und das ist beim Jailbreak ausgehebelt, und deswegen können wir hier auch im Springboard auf den kompletten Keychain zugreifen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr interessantes Thema. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, meinen Kanal abonniert und auch die Glocke nicht vergessen. Dann werdet ihr auch über neue Videos informiert, wenn es wieder neue Videos zum Thema Hacking und andere Themen im Bereich IT-Security gibt. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder bei den neuen Videos einschalten werdet. In dem Sinne, euer Reik. Macht's es gut.